Liebe Motorradleser, liebe PS-Freunde, wir sind hier auf Gran Canaria auf dem Circuit Las Palomas und durften die neue Generation der Ducati Hypermotard ausprobieren. Die Standardvariante und die SP-Version. Es gibt ein paar Änderungen, die sind sehr interessant. Zum Beispiel wurde der Sitz bei der Hypermotard sowohl bei der Standardversion als auch bei der SP anders geformt. Dadurch sitzt man komplett anders auf der Maschine drauf und hat wirklich ein völlig anderes Gefühl fürs Motorrad als zuvor. Die Hypermotard davor, wer die vorherige Generation kennt, die war so ein bisschen kippelig und einfach nicht besonders neutral. Das hat sich jetzt mit ein paar wenigen Handgriffen sozusagen komplett geändert. Die Motorräder sind sehr gut fahrbar, fahren einfach sehr, sehr neutral und machen das, was der Fahrer eben möchte. Das ist wirklich ein großer Vorteil und lässt sich auch hier auf der Rennstrecke mit der SP direkt in Speed ummünzen. Wo wir gerade bei der SP sind, die SP hat natürlich ein Öhlins-Fahrwerk. Sie hat schicke Marchesini-Räder, Schmiederäder und diese Terminioni-Flöte hier, eine Komplettanlage, die ist Zubehör. Robert, Pressesprecher Ducati Deutschland. Guten Tag. Guten Tag, schön, dass du auch da bist. Danke. Sag mal, warum sollte ich mir denn jetzt die neue SP oder die neue Standard Hyper zulegen, wenn ich sowieso schon immer mit so einem Motorrad geliebäugelt habe, beziehungsweise eventuell auch eine besitze? Okay, du hast im Prinzip die Kernfrage schon beantwortet. Also der Hauptunterschied ist die Platzierung des Fahrers und damit das komplette Verändern des Fahrverhaltens. Wir hatten bei der alten Generation noch dieses sehr Supermotor-typische Fahrverhalten, dass das Motorrad in Schräglage gedrückt werden musste und auch in Schräglage über aktiven Lenkerdruck gehalten musste. Das haben wir komplett geändert. Die Motorräder, so sagst du auch, fahren jetzt super neutral, sind eigentlich mehr Naked Bikes, sind Supermotos, sind für Normalfahrer deutlich zutraulicher geworden. Du hast ein sofortiges Vertrauen zum Bike, zum Lenkverhalten. Du hast ein klares Feedback auch. Also rundum sind die Mopeds in der dritten Generation durch die Arbeitung fahrbarer geworden und damit auch logischerweise kundenfreundlicher geworden. Von daher sage ich mal, wenn Leute die zweite Generation besitzen und damit happy sind, dann hat es ein Kollege von dir gerade eben schon sehr glücklich oder sehr treffend formuliert. Er sagt, ich würde nicht umsteigen, weil wenn ich eine neue habe, dann muss ich mein Motorrad öfter verleihen. So, also sprich, wenn du mit der Eigenart, mit dem Supermoto-Style der Vorgängerin klarkommst, dann musst du nicht zwingend umsteigen. Wenn du aber mit dem Thema noch nicht vertraut bist, Supermoto, wenn dir die Optik gefällt, wenn du ein leichtes, fahragiles Fahrzeug haben willst, aber keine Lust hast auf Einbußen wie komisches Handling, wie andere komische Sachen, die halt früher an einer Supermotor oder Supermoto üblich waren, dann rauf auf den Ofen, fahren und du wirst, so wie du heute auch, mit großen leuchtenden Augen absteigen. Also konzentrieren wir uns gerade nochmal auf die SP, für die Sportfraktion unter uns natürlich deutlich interessanter als das Standardmodell. Was mir aufgefallen ist heute bei den Track Sessions, man kann das Motorrad wirklich im ganz klassischen Naked Bike oder Superbike Fahrstil bewegen, sprich mit dem Knie draußen. Man kann aber auch den Supermoto Fahrstil benutzen und beides funktioniert brillant. Es macht wirklich richtig Spaß. Weitere Eckdaten, die Maschine ist 4 Kilo leichter, hat 4 PS mehr. 4 Kilo leichter, 4 PS mehr, Drehmoment liegt früher auf einem flacheren Niveau an, auch eben um die Fahrbarkeit zu erhöhen. Ich denke, auf der Rennstrecke ist dieser relativ ruhige Leistungsverlauf nicht langweilig. Im Gegenteil, er lässt sich wahrscheinlich auch durch weniger Regeleingriffe dann auch wieder in schnellere Rundenzeiten ummünzen. Ja, Kompression wurde auch erhöht im Zuge dessen. Also der Motor ist quasi kein komplett neuer, also 59 ist ein bisschen irritierend, was das angeht. Ne? Es ist ja der alte Motor, aber aufgemöbelt mit neuen Komponenten. Details. Und 1,5 Kilo leichter durch Magnesiumdeckel und so weiter. Ja. Genau. Ja, nee, langweilig ist die SP auf der Rennstrecke überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die Motorpower lässt sich super gut benutzen und ja, es ist wirklich eine richtig, richtig coole Fräse geworden, das Ding. Dabei hilft übrigens auch das neue Elektronikpaket, eine Inertial Measurement Unit, also eine 6-Achsen-Sensorbox von Bosch. Das bedeutet, die Traktionskontrolle funktioniert einfach nochmal ein bisschen smoother, regelt feiner. Das tut sie nicht nur auf dem Papier, sondern in der Tat. Die Eingriffe sind auch auf den geringen Stufen 2. Ich bin 2 viel gefahren von 8 Stufen, sind kaum spürbar. Also man merkt es eigentlich nur, wenn man ins Display schaut und dann das Licht leer aufflackern sieht. Wir haben bei der SP einen Blipper drin, also Schaltautomat hoch und runter.
Wir haben eine Wheelie-Kontrolle, man kann das Motorbremsmoment elektronisch einstellen und regeln. Wir haben mehrere ABS-Stufen. Leider kann man es seit Euro 4 nicht mehr deaktivieren. Trotzdem lässt das System auf Stufe 1 so leichte Drifts zu. Also die ganz harten Andrücker unter uns, die werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, dass man das Ding nicht so extrem anstellen kann. Aber es geht in einem gewissen Winkel. Also das Hinterrad kann um 10 Grad ausbrechen und bei 11 Grad sagt die Elektronik quasi nein und sorgt dafür, dass das Motorrad wieder in eine stabile Bahn kommt. Das hängt natürlich auch nochmal mit der Schräglage zusammen. Über 30 Grad sagt die Elektronik, das ist zu viel, hier greifen wir ein, und auch das passiert dann aber sehr, sehr smooth. Genau, diese Funktion nennen wir Slide by Brake und ist in dem Fall keine Performance-Feature wie jetzt die Slide Control bei einer V4, sondern es ist ein Sicherheitsfeature. Wir wollen damit den Kunden die Möglichkeit geben, in einem sicheren Umfeld, sage ich mal, Spaßmanöver wie Anbremsdrifts mal auszuprobieren. Profis können das Thema umgehen. Wir sagen jetzt nicht wie, aber es ist möglich. Wie gesagt, es ist ein Sicherheitsfeature, weil wir bei Ducati der Meinung sind, dass ABS-Traktionskontrolle oder auch jetzt eine Slide Control nicht dazu da sein soll, einen Fahrer zu bevormunden, sondern es soll ein Assistenzsystem sein, das auf möglichst hohem Niveau Fahrspaß und Sicherheit vereint und eben nicht den Fahrspaß killt. Ja. Bei dem Thema Slide by Brake ist es so, es ist jetzt nach der V4 eben nicht mehr der Erstling, sondern das zweite Motorrad mit dieser Funktion, und ich denke mal, dass auch da mit einem weiteren Elektronik-Update vielleicht auch noch mehr zugelassen wird. Wie gesagt, jetzt als ja gut, aber sind wir mal ehrlich, also man kann das Ding wirklich, wenn man es mal so salopp formulieren darf, brutal rumlassen. Ihr seht ja die Videosequenzen, ich hatte mega Spaß mit dem Gerät, und ich glaube, da sind schon die allermeisten damit zufrieden, gerade auf der Landstraße. Ja, wie war es denn auf der Landstraße? Erzähl mal. Ja, also die Standard-Hypermotor macht auch Spaß, ist aber natürlich schon nochmal ein Unterschied zur SP, weil wir sind heute Morgen erst die SP hier auf der Rennstrecke gefahren und dann eben auf die Standardversion umgestiegen und ein bisschen in den Bergen rumgebrettert, und auch die Standardversion macht wirklich Spaß, easy Handling. Das Marzocchi-Sachs-Fahrwerk ist gut abgestimmt, es spricht schön an, es ist nicht zu komfortabel, es ist nicht zu straff. Die Standard-Hyper ist ein sehr gutes Gesamtpaket für jemanden, der eben nicht so performance-orientiert Motorrad fahren möchte, wie jetzt in den Videosequenzen mit der SP hier, sondern der einfach ein leichtes, Supermoto-inspiriertes Bike sucht, mit dem er auf der Landstraße Spaß haben kann. Und das kann man mit dem Motorrad sehr, sehr gut. Im Gegensatz zur SP hat die natürlich auch keine Schmiederäder und ist elektronisch nicht ganz so prall ausgestattet. Sie hat zum Beispiel leider keinen Schaltautomat und keinen Blipper, aber das Getriebe ist ziemlich gut schaltbar und deswegen ist es verzeihlich. Eine interessante Frage ist natürlich noch der Preis. Was muss man hinlegen, Robert? Okay, um es salopp zu sagen, für die Standard, die es nur in Rot gibt, wie sie hier steht, 12,5, und für die SP 16,4. 16,4 ist ein Wort, aber naja, Spaß kostet, sagt man immer, gell? Vielen Dank, Robert. Gerne.